Hi meine Freunde, was geht und willkommen zu einer neuen Folge von Storytime. Und wir haben uns diese Woche bei Plan und Los mit dem Thema Sicherheit im öffentlichen WLAN beschäftigt. Ein spannendes Thema, denn es geht hier auch um Datenverlust, Datenklau, Datendiebstahl. Also, dass einem persönliche Dinge im Internet geklaut werden, wie Fotos, wie Dateien, wie Passwörter. Und ich würde gerne heute mit euch über den quasi Datendiebstahl von Fotos reden, denn das ist bei mir schon mal passiert. Davon, dass ich gehackt wurde oder dass irgendwer auf meinen PC Zugriff hatte, sondern einfach, die sich Fotos genommen haben, die auf meinen Social-Media-Plattformen hochgeladen wurden, von mir selber. Und das eben zu Zwecken, die ich gar nicht mal so toll finde. Zum Beispiel auf Dating-Plattformen. Und dann kam es eben durchaus schon vor, dass mir Leute geschrieben haben, sowas wie, hey, sag mal, ich schreibe doch gerade mit dir bei der und der Dating-Plattform, wieso antwortest du nicht mehr? Und ich denke mir so, Moment mal, ich habe eine Freundin, ich bin da nicht mal angemeldet. Und das ist halt schon ziemlich krass. Zum Glück ist es ja heutzutage so, dass man eigentlich nur mit Profilen schreiben sollte, die wirklich verifiziert sind auf diesen Dating-Plattformen, wo quasi dieser blaue Haken dran ist. Aber das checken halt viele gar nicht so genau. Und dann ist es halt total einfach, von mir irgendwie so ein Profilbild runterzuladen und sich dann als mich auszugeben. Das zieht natürlich auch besonders irgendwie so, ja, ich bin dann YouTuber und so, und dann glauben das vielleicht gerade jüngere Mädchen, und das ist natürlich schon ein Problem. Also ich kriege durchaus öfter Nachrichten eben, wieso schreibst du nicht mehr oder bist du das wirklich? Die meisten schreiben schon, ich glaube, das ist ein Fake von dir, soll ich das melden? Und ich sage immer ruhig, wenn du willst, melde es, aber muss auch nicht sein, weil ich glaube, es sollten alle checken, dass ich das nicht bin. Ich habe eine Freundin, ich muss nicht auf irgendwelchen Dating-Plattformen angemeldet sein. Vor allem geben die sich immer so aus, als wäre ich 16 oder 17. Ich meine, mein Gesicht und generell meine Optik lässt es schon zu, dass man sich aber ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls komme ich jetzt zu der Story, die ich eigentlich erzählen wollte. Mich hat vor etwa einem Jahr, ist jetzt schon ein bisschen älter, dazu habe ich auch ein Video auf meinem Kanal gemacht, mich hat ein Mädel auf Instagram angeschrieben und hat eben sich auf ein Facebook-Profil bezogen und hat gesagt, sag mal, ist das hier wirklich dein privater Account? Ist das dein privater Facebook-Account? Und ich habe mir gedacht, ja, okay, ich hatte einen privaten Facebook-Account, aber das, was sie mir da weitergeleitet hat, war auf jeden Fall nicht mein privater Account. Der war ein bisschen anders benannt als mein eigentlicher Account. Ich bin jedenfalls auf das Facebook-Profil draufgegangen und habe eben erkannt, okay, es ist nicht mein Profil, es ist ein ganz anderes, es ist anders benannt, aber auf diesem Profil war ich eben auf dem Titelbild, ich war auf dem Profilbild zu sehen und vor allem stand dort Privatprofil mit so einem Okay-Emoji, Privatprofil und eben Name Jonas Ems. Und alle Leute, die es halt nicht genau wussten, dachten in dem Moment, dass es wirklich mein privater Account war. Und weil ich das so spannend fand, weil mir eben die Person auf Instagram auch geschrieben hat, dass sie eben mit dieser Seite schon geschrieben hat, also dass die beiden schon miteinander geschrieben haben und das war ein jüngeres Mädchen, was mir da auf Instagram geschrieben hat, habe ich gedacht, okay, krass. Das ist also jemand, der gibt sich als Jonas Ems, also als mich aus und schreibt mit jüngeren Mädchen in meiner Person. Und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Und dann habe ich gedacht, okay, ich unternehme einfach mal selber so ein kleines Selbstexperiment und habe mir selber einen Fake-Account von irgendeinem jungen Mädchen gemacht und habe meinen Fake-Account angeschrieben, um zu sehen, was macht der? Wie schreibt er mit mir? Gibt er sich wirklich als mich aus? Habe erstmal hingeschrieben, so, hey, ich bin dein größter Fan, Jonas, voll cool, ist das hier wirklich dein Privataccount? Einfach so quasi der erste Filter, um mal zu testen, sagt er wirklich, ja, ich bin das? Klar, er hat es ja schon in seiner Beschreibung immer stehen gehabt, aber wird das wirklich jetzt auch im direkten Chat die direkte Frage quasi mit einer Lüge beantworten und schreiben, ja, das bin ich, oder wird er dann sagen, nee, hör mal, ich verarsche nur ein paar Leute. Deswegen, ich habe es ausprobiert, ich habe mich als junges, hübsches Mädchen ausgegeben und frage ihn jetzt gerade in dem Moment, sag mal, wie ist es, bist du wirklich der echte Jonas Ems? Ich bin ein großer Fan. Und seine Antwort war ja, tatsächlich, das ist mein Privataccount. Er hat aber nicht nur einfach geschrieben, ja, ist es so, ist mein Privat, also er hat noch weiter geschrieben, hat geschrieben, ja, das ist mein Privataccount, eigentlich will ich hier gar nicht mit Fans schreiben unbedingt. Ich benutze es eigentlich gerade nur, um mit irgendwie alten Klassenkameraden oder so, hat er geschrieben, nur mit alten Klassenkameraden hier noch zu kommunizieren, aber eigentlich bin ich hier gar nicht mehr so oft online. Und das fand ich schon spannend, dass quasi darum herum quasi er sich noch mehr ausdenkt, einfach nicht nur diese Lüge, sondern was quasi draufpackt noch. Habe ich halt gefragt, was er gerade macht, und er hat geschrieben, so ein bisschen klischeehaft auch fast, so ein bisschen dumm, er hat geschrieben, er dreht gerade ein Video. Und dann habe ich ihn gefragt, was er für ein Video dreht, weil ich das total spannend fand, was ich jetzt überlegt, weil er kann ja nicht irgendwas jetzt einfach sagen, was jetzt gar nicht bei mir auf dem Kanal online kommt. Dann war einfach nur die plumpe Antwort, ja, das sage ich dir vielleicht ein anderes Mal. Und dann habe ich halt einfach gefragt, ja, wollen wir hier vielleicht ein bisschen schreiben? Und so hat er auch gesagt, ja, lass es gerne machen. Wie gesagt, Leute, ich hatte mir ein junges Profilmädchen da gemacht und ich weiß nicht, wer im Endeffekt dahinter saß. Ob das jetzt ein alter Mann war, ob das ein Junge war, ob das vielleicht auch ein anderes junges Mädchen war, wobei ich nicht weiß, warum die dann schreiben sollten. Das habe ich nie herausbekommen. Ich habe auf jeden Fall dann einfach gedacht, okay, ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter, ich probiere es aus und habe gefragt, wie sieht's aus? Hättest du mal Lust, dich zu treffen? Ist ja dein Privataccount, das müssen irgendwas als Fan zu fragen, aber würdest du so ein Fan-Treffen machen? Und ich hatte gehofft, dass er dann quasi irgendwie, keine Ahnung, die Falle zuschnappt und er sagt, ja, lass uns da und da treffen und ich ihn dann voll auffliegen lassen könnte. Das wäre das krasseste Video auf meinem Kanal gewesen. Leider hat er mich dann in dem Moment blockiert komplett, also hat einfach das Ganze blockiert. Wahrscheinlich hat er gemerkt, dass es eine Falle ist, wahrscheinlich irgendwie so. Und dann habe ich ja, okay, ich fahre jetzt alles auf und habe ihn quasi mit meiner offiziellen Jonas Ems Facebook-Seite angeschrieben und habe gesagt, hey, Kollege, ich habe dich gerade auf frischer Tat ertappt, das ist ein Fake-Profil, was du hier hast. Du gibst dich als mich aus, was ist da los? Und dann ging das große Geheule los, hat er geschrieben, oh nein, es tut mir so leid, nee, so ist das gar nicht gemeint. Also ich dachte, die Leute verstehen, dass ich eine Fanseite bin und es tut mir mega leid, ich kann hier
hier sofort mich wegmachen und bla bla bla. Und ich habe ihm geschrieben, wenn du den Leuten sogar schreibst, wenn bei dir steht, du bist ein Privatprofil, wenn du den Leuten sagst, das ist ein Privatprofil, was du bist und du bist Jonas Ems, dann es gibt kein Missverständnis, was da entstehen könnte, sondern du schreibst es eindeutig, du bist ich und das ist einfach, das geht nicht und dafür könnte ich dich auch anzeigen, was du machst. Und dann hat er so Panik bekommen, dass er einfach die ganze Seite gelöscht hat. Das war schon so, also so für mich irgendwie die krasseste Story so im Sinne von Identitätsdiebstahl. Und genau das ist eben ganz wichtig. Also Leute, passt auf, ist so ein bisschen weiter jetzt gedacht als nur diese Sicherheit im öffentlichen WLAN. Aber auch da kann es passieren, wenn ihr jetzt gerade nicht unbedingt Person des öffentlichen Lebens seid, dass euch irgendwelche Fotos, Daten, was auch immer gestohlen werden. Das heißt, schaut euch nochmal die letzte Folge an, wenn ihr die verpasst habt, guckt rein. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Surft sicher im Netz. Das war's von mir, die Storytime. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann und ciao.